Im Juni 2023 wurde die Meta Quest 3 angekündigt. Seitdem fragen sich viele VR-Interessierte, wo sich dieses VR-Headset denn preislich als auch leistungstechnisch im VR-Konsumentenmarkt einsortieren wird. Da haben wir momentan aus meiner Sicht insbesondere die Quest 2, die Pico 4, aber auch die PSVR 2 und dann eben bald die Quest 3. Habt ihr eine dieser Brillen, stellt sich natürlich die Frage, ob sich das Upgrade auf die Quest 3 lohnen wird. Um dieser Frage sachlich und fair nachzugehen, habe ich in den letzten Wochen schon einige Videos gemacht, beispielsweise Quest 2 vs Pico 4, Pico 4 vs Quest 3 oder auch Quest 3 vs Quest 2 und Quest Pro. Und heute geht es um die Quest 3 im Vergleich zur PSVR 2. Weitere Vergleichsvideos gibt es natürlich in den nächsten Wochen und wenn ihr euch dafür interessiert, dann abonniert doch die Zockstube und macht das Glöckchen an, um nichts zu verpassen. Wichtig ist allerdings bei solchen Vergleichsvideos ein kleiner Disclaimer vorab. Hierbei handelt es sich natürlich nur um meine Meinung, die ich aber ausführlich erläutern und euch begründen werde. Habt ihr andere Meinungen zu manchen Punkten, dann bin ich gespannt von euch in den Kommentaren zu lesen. Bitte beachtet auch, dass ich bei dieser Wertung nicht beurteilen kann, was euch persönlich an einem VR-Headset wichtig ist. Ich küre hier nur Gewinner in einzelnen Kategorien und am Ende zähle ich zusammen, wie viele Kategorien welches Headset gewonnen hat. Wenn euch also beispielsweise die Auflösung wichtiger ist als die Display-Technologie, kann ich das im Zweifel nicht wissen und diese Wertung müsstet ihr dann natürlich vornehmen. Aber jetzt verschwenden wir keine Zeit und legen los. Viel Spaß bei diesem Headset-Vergleich. Vorab, der Vergleich zwischen der PSVR 2 und der Quest 3 ist mir wirklich besonders schwer gefallen, weil sie aus meiner Sicht technisch nicht wirklich Konkurrenten sind, aber natürlich beide den Einsteigermarkt in die Virtual Reality bedienen. Während man die PSVR 2 nur in Kombination mit einer PS5 nutzen kann, ist die Quest 3 als eigenständige VR-Konsole konzipiert worden, was einige aber auch Nachteile mit sich bringt. Deswegen habe ich mir besonders lange Gedanken darüber gemacht, wie dieser Vergleich hier laufen kann, damit er am Ende wirklich fair ist. Dabei musste ich allerdings ein paar Weichen stellen, die ihr womöglich vielleicht anders gestellt hättet. In der Zockstube sind aber ausdrücklich alle Ansichten erwünscht und alle Meinungen erwünscht. Deswegen schreibt mir doch auch gerne in die Kommentare, wenn ihr die Wertung etwas anders vorgenommen hättet. Wenn ich von guten Ideen lese, werde ich sie eventuell sogar in künftigen Vergleichsvideos einbauen. Jetzt aber genug, starten wir Kategorie für Kategorie und gucken uns an, welches Headset wo punkten kann. Los geht es wie immer mit dem Chipset. Die Quest 3 hat einen Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 verbaut. Die PSVR 2 hat keinen Komplett-Chip, wie man es aus Standalone-Headsets kennt, sondern wirklich eine klassische CPU und GPU. Die CPU ist ein AMD Ryzen Octa-Core mit 8x3,5 GHz. Die GPU basiert auf einer AMD Radeon RDN und kann aufgrund der Optimierung ungefähr mit einer 3080 im Vergleich mit einem PC mithalten. Ja, auf diesen Punkt bin ich in den letzten Vergleichsvideos ausführlicher eingegangen, weil es da um den Vergleich zwischen Standalone-Headsets ging und das da deutlich knapper war. Hier ist es natürlich ganz eindeutig, die PSVR 2 hat zwar keine eingebaute Rechenpower, hat aber im Hintergrund eben die PS5 laufen, die natürlich leistungsstärker ist als der XR2 Gen 2 der Quest 3. Deswegen deutlicher Punkt für die PSVR 2. Aber trotzdem werden auch bei der PSVR 2 Methoden wie Reprojection angewendet, um Rechenleistung zu sparen, sodass die PS5 beispielsweise nur 60 Bilder pro Sekunde berechnet und diese dann auf 120 Bilder pro Sekunde hochgerechnet werden. Das ist aber wirklich noch optimierungsbedürftig. Es gibt aber auch Games auf der PSVR 2, die ohne Reprojection auskommen und dann ist es natürlich einfach nur ein Genuss. Die Quest 3 wird voraussichtlich über 12 GB Arbeitsspeicher verfügen. Die PSVR 2 bzw. die daran angeschlossene PS5 verfügt über 16 GB DDR6 Arbeitsspeicher. Die gerüchteweise 12 GB der Quest 3 wäre für ein Standalone-Headset schon ein echter Hammer, aber gegen die 16 GB DDR6 RAM der PSVR 2 kann sie nun wirklich nicht mithalten. Deswegen ein weiterer Punkt für die PSVR 2. Die Quest 3 löst auf mit 2064 x 2208 Pixeln je Auge und die PSVR 2 mit 2000 x 2040 Pixeln je Auge. Das ist hier ein ziemlich eindeutiger Sieg für die Quest 3. Die Quest 3 hat ein Single-LCD-Panel verbaut, während die PSVR 2 auf OLED-Displays setzt. LCD nutzt die Hintergrundbeleuchtung und Flüssigkristall
Ultraschallzellen, um Bilder zu erzeugen, was zu höheren Helligkeitsstufen führen kann, aber oft zu weniger satten Schwarztönen, da das Licht immer irgendwie durch die Kristalle leckt. Im Gegensatz dazu erzeugt jede einzelne Pixelzelle bei OLED-Displays selbst Licht, was zu tieferen Schwarztönen und einem höheren Kontrastverhältnis führt, da kein Licht durchleckt, wenn ein Pixel mal ausgeschaltet ist. Allerdings könnte man sagen, dass OLED aufgrund seiner Fähigkeit, höhere Kontrastverhältnisse und präzisere Farbwiedergabe zu liefern, die überlegene Technologie in dem Fall ist, vor allem weil man die höhere Helligkeit von LCD-Displays ohnehin im Headset nicht komplett bemerkt. Punkt für die PSVR 2. Sowohl die PSVR 2 als auch die Quest 3 liefern 120 Hertz pro Sekunde. Daher unentschieden, Punkt für beide Headsets. Nächster Punkt, der Augenabstand. Die Quest 3 deckt voraussichtlich einen Augenabstand von 55 bis 75 mm stufenlos ab. Hier sind wir aber wieder im Gerüchtebereich. Die PSVR 2 deckt einen Augenabstand von 58 bis 73 mm stufenlos ab, was auch ein ziemlich guter Wert ist. Aber dieser Punkt ist noch sehr spekulativ und deswegen nehme ich ihn vorerst aus der Wertung. Die Quest 3 verfügt über Pancake-Linsen, die PSVR 2 über Fresnel-Linsen. Inzwischen ist sogar ziemlich sicher, dass in der Quest 3 die hochwertigen Pancake-Linsen aus der Quest Pro zum Einsatz kommen werden. Hier sind die Pancake-Linsen die Gewinner, da sie in der Regel eine bessere Bildqualität bieten und zu einem leichteren, kompakteren Headset führen. Allerdings sind Pancake-Linsen auch teurer, sodass die höheren Herstellungskosten von Pancake-Linsen sich in der Regel auch auf den Endpreis des VR-Headsets auswirken. Wo ihr die Pancake-Linsen ganz besonders merkt, ist der Formfaktor. Schaut euch mal das ausladende Gehäuse der PSVR 2 an und das kompakte Gehäuse der Quest 3. Als nächstes kommen wir zum sogenannten Field of View, also wie breit ist der sichtbare Bereich, den das Headset bietet. Die Quest 3 liefert ungefähr 100 Grad FOV diagonal, während die PSVR 2 diagonal 110 Grad liefert. Punkt für die PSVR 2. Die Quest 3 verfügt über 4 Schwarz-Weiß-Kameras, 2 Farbkameras und einen Tiefensensor. Der Mixed Reality Modus ist farbig, dreidimensional und in einer hohen Auflösung. Die PSVR 2 hat 4 Schwarz-Weiß-Kameras und damit ist der Mixed Reality bzw. Pass-Through-Modus natürlich auch schwarz-weiß. Momentan ist also davon auszugehen, dass der Pass-Through der Quest 3 mindestens die Auflösung vom Pass-Through der PSVR 2 hat. Zudem wird er in Farbe sein und einen Tiefensensor für individuelle Mixed Reality-Erlebnisse in euren 4 Wänden zu sorgen. Interessiert euch für die vielen weiteren Möglichkeiten der Mixed Reality, die durch den Tiefensensor der Quest 3 entstehen, dann schreibt doch einfach mal nur eine 1 in die Kommentare. Kommen genug Einsen zusammen, werde ich hierzu demnächst auch ein Video machen, um euch die neuartigen Potenziale der Mixed Reality zu zeigen, die wir voraussichtlich dann konsumentenfreundlich mit der Quest 3 bekommen. Nächster Punkt, Face, Eye und Hand-Tracking. Die PSVR 2 unterstützt Eye-Tracking. Damit kann man Inhalte im Spiel mit seiner Blickrichtung steuern, als auch in Kombination mit Full-Threaded Rendering Rechenleistung sparen und die VR-Erfahrung sogar noch verbessern. Wie sinnvoll das genutzt werden kann, habe ich euch bereits in einem Video zur MetaQuest Pro gezeigt. Schaut es euch doch auf jeden Fall auch mal an. Also Punkt für die PSVR 2 für das Eye-Tracking. Allerdings könnt ihr das Eye-Tracking nicht in jedem Spiel als Eingabeelement nutzen, sondern das muss speziell dafür optimiert sein. Ein gutes Beispiel dafür ist die Menüführung von Horizon Call of the Mountain. Die Quest 3 wird kein Eye- oder Face-Tracking, aber Hand-Tracking unterstützen, das durch die neuen Kameras sogar nochmal deutlich besser sein soll als das der Quest 2 und der Quest Pro. Punkt für die Quest 3, auch wenn ich die Potenziale des Eye-Trackings auf der PSVR 2 persönlich spannender finde. Momentan wird dieses Feature aber weniger für Gameplay als vielmehr für technische Zwecke genutzt. Die Quest 2 verfügt über Bluetooth, Wi-Fi 6 oder 7, einen USB-C-Anschluss sowie einen Klinkenanschluss. Die PSVR 2 verfügt über Bluetooth, Wi-Fi 6, Ethernet und einen Klinkenanschluss. Also größtenteils alles auf Augenhöhe. Was sich aber hier bei der PSVR 2 deutlich hervorhebt, ist der Ethernet-Anschluss an der PS5. Damit habt ihr natürlich eine super geringe Latenz und eine schnelle Verbindung, was gerade in hektischen Online-Multiplayer-Matches den Unterschied machen kann. Das ist aber natürlich alles gekauft zu dem hohen Preis der PS5, die ihr noch zusätzlich braucht und wird vielleicht sogar durch Wi-Fi 6E und Wi-Fi 7 der Quest
Pro bzw. Quest 3 relativiert. Außerdem seid ihr natürlich kabelgebunden. Diesen Punkt bringen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt in die Wertung ein. Deswegen zwar knapp, aber aus meiner Sicht gerechtfertigt ein Punkt für die PSVR 2. Und wo wir gerade bei Verbindung sind, wie kann man die Headsets denn in Kombination mit einem starken PC nutzen? Die PSVR 2 erstmal überhaupt nicht. Sony sieht eine Nutzung des Headsets nur in Kombination mit der PS5 vor. Aber es gibt gerade im Moment auch findige Hacker, die es geschafft haben, die PSVR 2 an einem PC zum Laufen zu bekommen. Hierzu werde ich euch auf jeden Fall in meinem News-Format VR aktuell berichten. Schaut da doch gerne mal vorbei. Aber nein, ohne weiteres könnt ihr erstmal die PSVR 2 zumindest zum Zeitpunkt dieses Videos nicht mit einem PC nutzen. Anders bei der Quest 3. Neben dem Standalone-Betrieb wurde sie auch als PC-VR-Headset entwickelt und kommt daher mit systemintegrierten und ausgereiften Tools wie Link oder Airlink daher, um eine kabelgebundene oder sogar eine Wireless-Verbindung mit dem PC aufzubauen und so beispielsweise Half-Life Alyx spielen zu können. Deswegen Punkt an die Quest 3. Im Gegensatz zur PSVR 2 verfügt die Quest 3 über einen Standalone-Modus, also könnt ihr sie nur mit dem eingebauten Chip betreiben, mit zu Freunden nehmen und braucht keinen zusätzlichen teuren PC oder eine PS5. Also hier im Standalone-Betrieb auf jeden Fall ein Punkt für die Quest 3. Wobei die PSVR 2 wahrscheinlich im Standalone-Betrieb die besseren Schwarzwerte hat. Die Quest 3 werdet ihr wireless mit einer entsprechenden Ladestation aufladen können oder per USB-C. Die PSVR 2 betreibt ihr kabelgebunden und müsst sie daher nicht aufladen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Komfort eines Headsets. Dieser hängt zum einen vom reinen Gewicht, aber auch davon ab, wie sich das Gewicht auf dem Kopf verteilt. Zusätzlich gibt es gerade beim Komfort auch noch subjektive Empfindungen, die ich hier leider in diesem Video nicht einfangen kann. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal die reinen Gewichte der Headsets an und anschließend gebe ich euch meine Einschätzung zum Komfort der beiden Headsets. Die Quest 3 wird aller Voraussicht nach rund 500 Gramm mit Headstrap wiegen, die PSVR 2 wiegt 560 Gramm mit Headstrap. Also rein nach dem Gewicht führt die Quest 3. Den Komfort der PlayStation VR 2 empfinde ich persönlich als sehr angenehm. Durch das Halo-Design schwebt das Headset eigentlich vorm Gesicht und wird nicht frontal ins Gesicht gepresst, wie es bei den meisten Headsets der Fall ist. Im Sommer ist es natürlich deutlich angenehmer dadurch, weil man im Gesicht nicht so stark schwitzt, weil diese Gummiläppchen hier nur sehr leicht das Gesicht berühren und sich eigentlich sehr angenehm anschmiegen. Eins ist klar, beide Headsets sind frontlastig. Allerdings kommt die PSVR 2 mit einem gut gepolsterten Halo-Strap daher. Manche lieben es, manche hassen es. Ich stehe neutral dazu und finde die PSVR 2 nicht besonders unkomfortabel. Den Komfort der Quest 3 können wir zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht beurteilen. Was wir aber sagen können, die Frontlast der Quest 3 wird wegen des schlankeren Gehäuses geringer sein als bei der Quest 2 noch. Der Komfortpunkt geht auf jeden Fall an die PSVR 2. Jetzt kommen wir zum Akku. Wieder so ein Punkt in diesem Vergleich, der mir besonders Kopfschmerzen bereitet hat. Die Quest 3 hat voraussichtlich einen 3-Stunden-Akku, die PSVR 2 hat keinen Akku. Ihr seid aber kabelgebunden und habt dadurch unendlich Spielzeit. Damit könnte man diesen Punkt an die PSVR 2 geben, oder? Ihr könnt unendlich lange spielen. Schwierig. Ich wollte diesen Punkt auch zuerst der PSVR 2 geben, aber dann ist mir beim Schreiben dieses Skriptes eingefallen, dass ihr auch einfach im Standalone die Quest 3 mit einem Kabel an die Steckdose anschließen könntet. Wäre es dann noch eine faire Bewertung? Ich hoffe, ihr versteht hier so ein bisschen meine Zwickmühle. Insgesamt finde ich es hier aber am fairsten, diesen Punkt aus der Wertung zu nehmen, weil beide Headsets dafür einfach viel zu verschieden sind. Die Quest 3 kommt mit Touch Plus Controllern daher, ohne Tracking Ring, aber trotzdem mit Infrarot-Tracking. Zudem gibt es die True Touch Haptik, die ein differenziertes und hochwertiges Vibrationsmuster erzeugen kann. Genutzt werden hier voraussichtlich ebenfalls wechselbare Zweifach-A-Batterien, die rund 20 bis 30 Stunden halten. Die PSVR 2 Controller haben integrierte Akkus. Die Spielzeit bei voll aufgeladenen Controllern liegt bei ca. 4 bis 5 Stunden. Das ist nicht sehr lang, aber ganz ehrlich, selten spiele ich so lang am Stück. Lassen wir die Controller-Diskussion um Akku versus Wechselbatterien mal außen vor. Da gibt es nämlich Verfechter von beiden Seiten. Dann sind aus meiner Sicht die Sieger dieses Vergleichs die PSVR 2 Controller. Aber
Die Akkulaufzeit ist wirklich nicht toll und ich hasse die ausladenden Tracking-Ringe, die mich wirklich jedes Mal beim Anziehen fertig machen, weil ich nicht den richtigen Ring finde, wo ich mit meiner Hand durch muss. Die Touch Plus Controller wirken da aus meiner Sicht deutlich minimalistischer und moderner. Der PSVR 2 Store zeichnet sich durch erstklassige Exklusivtitel wie Resident Evil Village, Gran Turismo 7 oder Horizon Call of the Mountain aus, wobei ich kein Fan von diesem Spiel bin. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr Horizon Call of the Mountain findet. Und das war's aber auch schon fast mit den Exklusivtiteln zum Zeitpunkt dieses Videos. So gut wie alle weiteren Games gibt es auch auf anderen Plattformen, insbesondere auch Standalone für die Meta Quest, aber dort natürlich offen gestanden mit einem Grafik-Downgrade. Insgesamt gibt es momentan im PlayStation Store ca. 100 Games insgesamt und viele Ankündigungen. Aktuell bietet der Quest Store mehr als 500 Spiele einschließlich vieler hochqualitativer, exklusiver Titel. Auch für die Meta Quest wurden noch super viele Games angekündigt, wovon viele auch exklusiv für die Meta Quest verfügbar sein werden. Zudem ist die Marktverbreitung bei Meta deutlich höher als bei der PSVR 2, was unter anderem die Mitspielersuche einfacher machen dürfte. Und so geht dieser Punkt aus meiner Sicht an die Quest 3. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein paar Standardinfos ohne Wertung. Die Quest 3 wird interne Lautsprecher bieten, die PSVR 2 nicht. Dafür hat die PSVR 2 ein Vibrationsfeedback an der Stirn, was ziemlich cool sein kann und die Immersion richtig voranbringt. Beide Headsets haben für Social-Anwendungen und Multiplayer Mikrofone verbaut. Kommen wir jetzt zum Preisvergleich. Damit das Ganze fair ausgeht, müssen wir hier nicht nur den Preis der PSVR 2, sondern auch der PS5 zugrunde legen. Habt ihr schon eine PS5? Dann wird die PSVR 2 für euch natürlich deutlich attraktiver. Die PS5 mit einer PSVR 2 mit 825 GB Speicher liegt momentan bei 1150 €. Die PS5 Digital Edition mit der PSVR 2 und 825 GB Speicher ist für 1050 € zu bekommen. Die Quest 3 mit der kleinsten Speicherausstattung 128 GB wird für 570 € verfügbar sein, also rund 30 € günstiger als die PSVR 2 ohne eine PS5. Die Preise der weiteren Speicherausstattung der Quest 3 sind zum Zeitpunkt dieses Videos noch nicht bekannt. Und jetzt möchte ich zu meiner Empfehlung kommen. Gerade dieser Vergleich ist mir sehr schwer gefallen. Habt ihr eine PlayStation 5 und legt Wert auf gute Grafik und die Kabelfreiheit eines Standalone-Geräts ist euch nicht so wichtig, dann könnt ihr für 600 € aus meiner Sicht relativ unbedenklich die PSVR 2 kaufen. Habt ihr eine PS5 und euch ist Kabelfreiheit wichtig, eine gute Auflösung und ein klares Bild und ihr wollt mal Mixed Reality ausprobieren, dann könnt ihr für 570 € die Quest 3 mit 128 GB etwas für euch sein. Wobei ich dann schon eher zu einer höheren Speicherausstattung greifen würde, wovon ich jetzt aber momentan den Preis nicht kenne. Habt ihr keine PS5, dann würde die Investition für eine PSVR 2 inklusive Konsole mindestens bei 1050 € liegen. Das ist dann schon ein ganzer Brocken, aber immer noch relativ günstig für die Qualität, die ihr bekommt. Die erfahrenen VR-Gamer wissen, was ich meine. Allein die Grafikkarte in einem PC kann schon 1000 € oder auch deutlich mehr kosten nach Modell. Zwar bietet die PS5 da deutlich weniger Leistung, ist aber gut optimiert und kommt zumindest in die Nähe dieser VR-Qualität. Aber ganz ehrlich, wenn ihr noch keine PS5 habt, ist die Quest 3 wohl der deutlich bessere Einstieg in die VR, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht und natürlich auch ein super Einstieg in die AR. Zudem könntet ihr mit einer Quest 3 nachher noch einen Gaming-PC nachrüsten und so das qualitativ hochwertigste VR erleben, was bisher möglich ist und das sogar komplett kabellos. Das bietet die PS5 und die PSVR 2 nämlich leider beides nicht. So, und jetzt seid ihr dran. Meine Meinung kennt ihr jetzt und ich habe versucht, sie euch so verständlich wie möglich zu erläutern. Aber welche Meinung habt ihr? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt von euch zu lesen. Hat euch dieses Video gefallen oder geholfen? Dann lasst mir doch ein Däumchen oben da. Weitere Vergleichsvideos findet ihr wie versprochen hier auf der rechten Seite. Unter anderem Quest 2 vs Pico 4, Quest 3 vs Pico 4 oder Quest 3 vs Quest 2. Vielen Dank an meine Patreons, ohne deren finanzielle Unterstützung Videos in dieser Qualität überhaupt nicht möglich wären. Danke für eure Däumchen und eure Kommentare und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!